Hallo zusammen. Mein heutiges Thema ist, wie finden Sie eigentlich die richtige Rechtsform für sich? Nach welchen Kriterien sollten Sie da gehen? Auf gar keinen Fall nur nach der Besteuerung. Die richtigen Fragen dazu stellt mir heute Jörg. Mein Name ist Thomas Breit, Steuerberater in Hamburg. Ja, Thomas, vielen Dank mal wieder für die Einladung. Ich hoffe, ich habe die richtigen Fragen dabei. Und die erste ist gleich, wie finde ich denn nun überhaupt die richtige Rechtsform und was ist denn überhaupt die richtige Rechtsform für mich zum Beispiel? Ja, Jörg, das ist ja genau die Frage und ist sehr, sehr komplex. Da gibt es kein Ja, das ist die richtige, nein, das ist die falsche, sondern das müssen wir anhand deiner Situation und deiner Zielsetzung festmachen. Und es wabert ja immer so dieser Begriff GmbH im Raum. Also, dass das jetzt die Rechtsform ist, die ich haben muss. Ist das denn wirklich so oder ist manchmal vielleicht die Rechtsform, die ich schon habe, vielleicht die viel besser zu mir passt? Ich persönlich halte ganz wenig von der GmbH, weil sie ist sehr formell und die Besteuerung ist gar nicht so wirklich günstig. Ne? Also es ist ja eine zweistufige Besteuerung, 30%, wenn du Gewinnausschüttung noch machst, 25% auf die rechnerischen 70%. Also du kommst auf 48%. Dein persönlicher Einkommensteuersatz geht schon maximal nur bis 45%, aber dann verdienst du auch schon wirklich in der Spitze. Ja. Und umgekehrt wird gar nicht ausgereizt, was in einer aktuellen Rechtsform, meistens ist es ja Einzelunternehmen oder nehmen wir alle Formen der Personengesellschaft möglich ist, da kannst du es auf 28,25% begrenzen. Also GmbH wäre 30% und normal dann 28,25%, das ist ja nur 1,75% Unterschied. Was ja auch dagegen spricht, sich umzuwandeln. Ja. Du hast ja schon mehr, hast ja schon eine steuergünstigere aktuelle Rechtsform, als wenn du das in eine GmbH umwandeln würdest. Aber was ist denn so schlimm am Umwandeln? Also ist das wirklich so aufwendig und so nachteilig für mich? Man kann nicht pauschal sagen, oh, es ist so nachteilig, aber natürlich, du hast jetzt erstmal Umwandlungskosten, du hast möglicherweise, also gerade wenn du in die GmbH oder Aktiengesellschaft gehst, einen höheren Formalismus, du hast höhere Folgekosten, du hast vor allen Dingen die Veröffentlichungskosten, du hast relativ wenig Exit-Möglichkeiten, auf der einen Seite natürlich durch die 7-jährige Sperrfrist, aber einfach auch durch das rechtliche Gerüst der GmbH. Jetzt spielt ja in der heutigen Zeit zum Beispiel auch die betriebliche Altersvorsorge eine große Rolle. Da ist natürlich die Frage, ist das eher von Vorteil bei der GmbH oder ist es eher von Vorteil, wenn ich die in der Rechtsform belasse, so wie ich sie habe? Das mit der betrieblichen Altersvorsorge, das ist tatsächlich ein Vorteil für die GmbH, aber darauf reduziert sich ehrlich gesagt auch der Vorteil. Aber was ist denn zum Beispiel mit Haftungsbeschränkung? Das ist auch ein Vorteil. Ja, wird überbewertet. Natürlich hast du eine Haftungsbeschränkung, aber die hast du nicht von der ersten Sekunde an, sondern erst nach Ablauf von 5 Jahren. Du wandelst um, aber dann bist du noch 5 Jahre mit deinem persönlichen Vermögen haftbar und hast null Flexibilität. Ist ja auch logisch, stell dir mal vor, alle würden umwandeln in eine GmbH und dann sagen sie ihrem Vermieter und ihren Gläubigen, ja, tut mir leid, ich habe nur noch 25.000 € Stammkapital, jetzt müsst ihr sehen, wo ihr mit der Kohle bleibt. Also das macht der Gesetzgeber schon. Im Umwandlungsfall hast du eine 5-jährige Nachhaftung. Von daher wird das in meinen Augen total überbewertet. Ja, ich merke schon, du bist kein Fan der GmbH, oder? Das ist jetzt nicht für dich das Totschlagargument zu sagen, ja, muss auf jeden Fall eine GmbH machen? Ja, ist richtig, weil die GmbH von der Besteuerung ist sie jetzt nicht wirklich vorteilhafter. Ja? Es sei denn, du kannst deine Gewinne durch eine betriebliche Altersvorsorge mindern. Ja. Aber da hast du ja auch die Kosten. Also das sind ja keine geschenkten Steuerminderungen, sondern du musst ja dafür auch Ausgaben haben. Das ist ja ehrlich gesagt auch kein großer Wurf. Du hast Ausgaben, die kannst du geltend machen und in diesem Fall auch mal für deine Altersvorsorge. Ja, aber was ist mit Exit-Lösung? Das klingt ja aber auch fast so, dass viele gar nicht wissen, dass es diese 28,25% Besteuerung gibt. Also wie komme ich da überhaupt ran? Ja, also rankommen ist ganz einfach. Du musst es einfach nur beantragen. Du hast einen Anspruch darauf, nur du musst diesen Anspruch geltend machen. Also du schreibst dem Finanzamt, ich habe einen Gewinn, sag ich mal, von 600.000 €, 200.000 € habe ich entnommen, 400.000 € möchte ich beschränkt besteuert haben. Ja. Gibt es ein extra Formular sogar. Also neben der Einkommensteuererklärung gibt es dann noch so eine Anlage, Paragraph 34a Einkommensteuergesetz. Das ist auch der Paragraph, der dafür spricht. Okay. Und da sagst du dann, auf 400.000 € möchte ich die Beschränkung haben. Mehr musst du gar nicht machen. Und wie weit rückwirkend ist das? Also gilt das für die komplette Zeit oder habe ich da so einen Rahmen? Oder? Also es gibt diese gesetzliche Bestimmung ab 2004 und soweit das in der Vergangenheit bisher nicht in Anspruch genommen wurde, kann ich bis zur Verjährungsfrist zurück. Das muss man ausrechnen, das können 4, 5, 6 Jahre sein. Das hängt schon Geld, ne? Das ist schon Geld. Wenn ich dann die Anträge nachträglich stelle, was ich übrigens regelmäßig habe. Ich hatte jetzt mal einen einzigen Fall, wo der Steuerberater das schon beantragt hatte. War ein Einzelhandel mit 1 Million € Gewinn. Der hat diesen Antrag auf die nicht entnommenen Gewinne gemacht. Der Rest, der hier bei mir ankommt, hat das nie. Und da kommen dann 60.000 bis 80.000 € Steuererstattung bei raus. Ja, Thomas, ich merke schon wieder,
wieder. Total komplexes Thema, die richtige Rechtsform zu finden. Da wäre ich alleine komplett überfordert, aber ich habe ja Gott sei Dank dich an meiner Seite, deswegen kann mir ja gar nichts passieren. Wenn Sie sich auch die Frage stellen sollte, welches für Sie die richtige Rechtsform ist, dann werden Sie feststellen, dass 90% der Mandanten, also da werden Sie wahrscheinlich auch darunter fallen, schon die richtige Rechtsform haben. Denn die GmbH ist es nicht, weder von der Besteuerung noch vom Haftungsausschluss her. Wenn Sie schon eine GmbH sein sollten, kommen wir eher dazu, wie bekomme ich Sie aus der GmbH raus. Wenn Ihnen das hier gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn Sie diesen Kanal abonnieren. Thanks for watching.